Good morning, good morning, good morning, my dear friends. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, meine lieben Freunde. How are you doing today? Wie geht es euch heute? Now, Paul is going back to talk about music. Paulus redet jetzt erneut von Musik. Look, do you remember he said a clanging gong? He used musical instruments to say, without love you're nothing? Erinnerst du dich, dass er über die klirrende Zimbel sprach, also ein Musikinstrument, um zu sagen, dass du ohne Liebe nichts bist? Now he's again using the expression musical instruments. Hier nutzt er nun wieder den Vergleich mit Musikinstrumenten. Verse 7. Vers 7. Similarly, if musical instruments such as flute or stringed instruments are out of tune and don't play the arrangement clearly, how will anyone recognize the melody? Ähnlich verhält es sich, wenn Musikinstrumente wie Flöte oder Saiteninstrumente verstimmt sind und das Musikstück nicht deutlich wiedergeben. Wie soll dann jemand die Melodie erkennen? We have to read the next two verses because it's all one thought. Wir müssen die nächsten beiden Verse noch lesen, denn das gehört zusammen. If the bugle makes a garbled sound, who will recognize the signal to show for battle? So that was a trumpet. So you could say if the trumpet makes this strange sound. Wenn das Signalhorn einen verzerrten Ton von sich gibt, wer wird dann das Signal erkennen, um zum Kampf zu erscheinen? Das war eine Trompete. Du kannst also genauso gut sagen, dass die Trompete komisch klang. So it is with you. So ist es auch bei euch. Unless you speak in a language that's easily understood, how will anyone know what you're talking about? Wenn du nicht in einer leicht verständlichen Sprache redest, wie soll dann jemand wissen, wovon du sprichst? And now he uses a very strong expression. Und dann verwendet er einen sehr starken Ausdruck. You might as well save your breath. Du kannst genauso gut deine Luft sparen. So in other words, it's better to shut up. Mit anderen Worten, es ist besser, du hältst den Mund. So look, Paul is using so many different statements Paulus gebraucht also so viele verschiedene Aussagen, to make it very, very clear um wirklich, wirklich deutlich zu machen, that unless the gifts are used for the right purpose, it is worthless. dass der Gebrauch der Gaben wertlos ist, wenn sie nicht für den richtigen Zweck eingesetzt werden. Unless you speak to the church so that everybody can understand it and get something out of it, it's worthless. Solange du nicht zur Gemeinde redest, sodass jeder es verstehen und einen Nutzen daraus ziehen kann, ist es wertlos. So you speak in tongues and nobody knows what beautiful words you say to God, it's worthless. Wenn du also in Sprachen redest und keiner versteht, welche schöne Worte du zu Gott sprichst, ist es wertlos. Now remember, it's not worthless. It's worthless in the context of the church. Erinnere dich, es ist nicht generell wertlos, sondern im Kontext von Gemeinde ist es wertlos. So it's not worthless whatsoever that you spend a lot of time speaking in tongues. Dass du grundsätzlich viel in Sprachen redest, ist also nicht wertlos. It's worthless in the context of people meeting together and we belong to one another. Es ist aber wertlos im Zusammenhang von Menschen, die zusammenkommen und zueinander gehören. You know, and always remember, we have to keep telling ourselves, Und denk immer daran, dass wir uns selbst sagen müssen, it's never about the I, it's always about the us. es geht nicht um das Ich, sondern um das Uns. So whenever we come together in the meeting and do anything, Immer wenn wir also als Leib zusammenkommen und etwas tun, that's not for the us, save your breath. das nicht dem Uns dient, dann spar dir deinen Atem. You know, if God has called you to preach or teach the church, Wenn Gott dich dazu gerufen hat, die Gemeinde zu lehren oder zu predigen, you know, you must never walk home and have this feeling, man, I preached well. dann solltest du nie heimgehen und denken, Mann, habe ich gut gepredigt. You know, that is such a wrong attitude. Das ist solch eine falsche Einstellung. You have to go home and ask these two questions. Du musst nach Hause gehen und diese beiden Fragen stellen. Did I speak what God wanted me to speak? Habe ich gesagt, was Gott wollte? And was the body truly edified? Und wurde der Leib wirklich erbaut? Once you learn to have this approach towards the meeting of the church, Sobald du lernst, diese Herangehensweise an eine Gemeindeveranstaltung zu haben, then everything will become completely different. wird alles ganz anders werden. You know why? Weißt du warum? Because you will do things from a completely and radically different motive. Denn du wirst Dinge aus einer völlig radikal anderen Motivation heraus tun. You know, and here's the interesting thing. Das Interessante dabei ist, Since we are members of the church, members of the body,
Da wir Teil der Gemeinde, also Glieder des Leibes sind, when we build up the body, we build up ourselves too. bauen wir automatisch uns selbst auf, wenn wir die Gemeinde erbauen. Think about it. Denk darüber nach. If you're only concerned about you being built up, now there's only one built up, that's you. Wenn es dir nur darum geht, dass du erbaut wirst, dann gibt es nur eine erbaute Person, nämlich dich. But if your concern is to build up the body and you're part of the body, you are built up and everybody else too. Aber wenn dein Ansinnen ist, die Gemeinde zu erbauen, von der du ein Teil bist, dann bist du erbaut und auch alle anderen. You know, it's such a beautiful mystery, yet it's such a simple truth. Das ist so ein schönes Geheimnis und gleichzeitig so eine simple Wahrheit. You know, I've experienced this so many times. Ich habe das so oft erlebt. I went to a meeting and I was very tired. Ich ging zu einem Treffen und war sehr müde. And all I wanted is that somebody edifies me. Und alles, was ich wollte, war, dass jemand mich aufbaut. But I've always chosen not to go to the meeting with this attitude. Aber ich habe mich immer entschieden, nicht mit dieser Haltung zu einer Versammlung zu gehen. You know, even when I don't preach. Auch wenn ich nicht predige. I've been to many meetings where I was not the preacher. Ich war in vielen Veranstaltungen, in denen ich nicht der Redner war. I do not go to these meetings with the attitude of a consumer. Aber ich gehe nicht mit der Haltung eines Konsumenten dahin. You know, this is the atmosphere that we've created at our school of the prophetic and supernatural. Diese Atmosphäre kreieren wir auch bei unserer Schule des Prophetischen und Übernatürlichen. I enforce and emphasize with the people who come to the school as staff. Ich habe durchgesetzt und betone bei den Mitarbeitern der Schule, People who have graduated, they can come and volunteer as staff. denn die Schule abgeschlossen haben, können als freiwillige Helfer mitarbeiten. I tell them, listen, in the time of praising Jesus, you are not supposed to close your eyes and enjoy praising Jesus. Ihnen sage ich, während der Lobpreiszeiten sollst du nicht deine Augen schließen und es genießen, Jesus zu loben. Do that at home. Mach das zu Hause. You are here to serve the students. Du bist hier, um den Schülern zu dienen. And you know, our staff gets that. Und unsere Mitarbeiter verstehen das. I've said many times with tears running down my face, watching the staff powerfully impact the body. Oft schon saß ich da, Tränen liefen mir über das Gesicht und ich beobachtete, welche Wirkung die Mitarbeiter auf den Leib hatten. You know, it is such a beautiful atmosphere. Das ist so eine herrliche Atmosphäre. Everybody who's been part of the school basically says the same thing. Jeder, der Teil der Schule war, sagt im Grunde das Gleiche. That the school is more real church than they've ever experienced in their life. Dass die Schule mehr einer echten Gemeinde entspricht, als sie es jemals in ihrem Leben erfahren haben. Every member honors every member. Jeder ehrt jeden. Every member serves every member. Jeder dient jedem. Everyone edifies everyone. Jeder erbaut jeden. So everybody goes home edified. Also geht jeder auferbaut nach Hause. Oh, may we understand Oh, mögen wir verstehen, that it's better to save our breath than to live a consumer Christianity. dass es besser ist, den Mund zu halten, statt ein Konsumchristentum zu leben. See you tomorrow. Bis morgen!